Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier im MVG-Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft, bin bei Alois Forstner mal wieder, der hat immer auf diesen Modelltreffen, auf diesen Ausstellungen eine wunderschöne Z-Anlage und jedes Mal wird sie größer. Die erste war irgendwo ein Koffer, die zweite war ein langer Koffer und diesmal ist die Anlage ein XXL-Koffer. Das ist sozusagen eine Modulkofferanlage. Die Anlage ist 2,45 Meter lang, 55 cm breit und 19 cm hoch. Modulkoffer, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch jetzt ein Doppelkoffer, ganz normal. Oder so. Oder kann man die dann einzeln transportieren? Die sind einzeln zum Transportieren. Hier sind die Koffer verbunden. Das heißt, man hat hier dann ein Gleis, das dann als Übergangsgleis ist jeweils. Und dann zieht man hier die Klammer ab und zieht hier wahrscheinlich die Verkleidung auch ab. Alles weg. Kann man die Klammer wieder hinstecken, dann sehen wir das. Genau. Und dieses Teil kommt raus. Und diese Verbindungsgleise, wo man hier sieht. Und dann ist diese Anlage hier jetzt 2,45 Meter lang. Welche Tiefe dann ungefähr? Also die Tiefe ist 55 cm ungefähr. Wir haben inklusive U-Bahn 5 Stromkreise, 3 Hauptstromkreise, einen U-Bahn, einmal vom Betriebswerk. Jetzt muss ich fragen, U-Bahn und Spur Z von Märklin gibt es doch gar keine U-Bahn. Tja, was Märklin nicht macht, macht man selber. Das ist Eigenbau. Das heißt, das ist wahrscheinlich 3D-Druck und dann Fahrgestell. Von Märklin. Das ist Märklin, Fahrgestell. Der fährt aber dann hoffentlich auch mal? Ja. Oh, der fährt richtig flott. Mit U-Bahn halt sofort, ne? Jetzt steht er. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Ja. Die will nicht. Ah. Vorher ist es auch gegangen. Tja. Und der fährt dann hier zum U-Bahnhof, ich tippe mal Fröttmanning, weil Allianz ja in Arena. der Nähe von Allianz Arena. Allianz Arena, weil in der Nähe die Arena ist. Und in Wirklichkeit ist der natürlich fast 1 Kilometer weg. Man muss 1 Kilometer zu Fuß gehen, bis man in die Arena kommt. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich, wie man schon mal gesehen hat, auf der großen Anlage, die zu Hause auch mal war oder zu Hause gebaut wurde, dann der Bausatz Von Ravensburger. von Ravensburger, so ein 3D-Puzzle. Ja. Und dann ist auf dieser Anlage auch ein großer Durchgangsbahnhof mit insgesamt 3 Gleisen, dass hier auch ein bisschen Abwechslung im Einsatz sein kann. Dann durfte natürlich der Münchner Olympia-Fernsehturm nicht fehlen. Ja. Und hier auch ein paar Szenen München, ein kleines Volksfest. Das ist natürlich auch wieder hier. Mit Maibaum. Eine Hochzeit hätten wir. Und hier so übliches Kleinstadt-Szenerie. Dann ist hier der FC Bayern-Bus. Ich habe mir vorher schon sagen lassen, das ist hier auch das ZK-System. Allerdings ist jetzt das Fahrzeug irgendwo, die Lenkung ist momentan leider defekt. Genau. Und deshalb ist das jetzt hier mal leider nicht zum Vorführen. Es fährt auch wieder durch die Arena durch, wie ich schon mal bei einem Video über die große Anlage gemacht habe. Und dann ist aber hier das erste Mal überhaupt auf einer Anlage vom Alois Forstner ein Betriebswerk mit einer Drehscheibe. Genau. Die ist auch im Einsatz. Die können wir. Das hier. Halt, andere Richtung. Ja, die Polung verkehrt. Ja. Es ist bloß, weil da ein Zug fährt. Naja. Und da können wir gleich mal schauen, die ganze Bedienung. Das sind also hier diese einzelnen Stromkreise, die hier geschaltet werden. Und hier unten dann so Schalter wieder zum Stellen der Weichen. Genau. Platz für ein richtiges Gleisbild in Analogie sauber ist jetzt hier leider doch nicht. Irgendwo muss man Kompromisse machen, dann sind es halt mal nicht so exakt
der Reihe nach abgebildet, wie es eigentlich sein müssten. Aber der es bedient, weiß ja in der Regel, welche Weichen er wie bedienen will. Genau. Gut. Hat mich gefreut, dass ich mal wieder hier eine weitere Kofferanlage vom Alois Forstl sehe. Gerne. Die jetzt hier eine Nummer größer wurde, 2,45 Meter lang, aus 2 Koffern, aus 2 Musikkoffern, wahrscheinlich Instrumenten, Keyboardkoffer, die dann da in dem Falle am Ende aufgesägt wurden, damit man die wirklich dann hintereinander für den Bau einer Spur Z-Anlage verwenden kann. Dann wünsche ich noch viel Spaß hier auf der Ausstellung. Dankeschön.